Es ist das Jahr 1481. In Sevilla stellen sich fromme Katholiken den Behörden und bekennen sich der Ketzerei, der Abkehr von den Lehren der katholischen Kirche. Aber warum? Die spanische Inquisition ist in Sevilla angekommen. Die Inquisition begann 1478, als Papst Sixtus IV. Ein Dekret erließ, das die katholischen Monarchen Ferdinand und Isabella ermächtigte, die Ketzerei in der Konföderation halbunabhängiger Königreiche, aus denen später das heutige Spanien werden sollte, auszurotten. Der Befehl kam zwar von der Kirche, aber die Monarchen hatten ihn gefordert. Als die Inquisition begann, war Spanien sowohl ethnisch als auch religiös sehr vielfältig. Juden, Muslime und Christen lebten in denselben Regionen. Die Inquisition konzentrierte sich schnell darauf, diese von Nicht-Katholiken zu säubern. Das sollte mehr als 350 Jahre dauern. In den Regionen leiteten Tribunale genannte Gruppen die Inquisition. Zu einem Tribunal gehörten ein Wachtmeister, ein Staatsanwalt, Inquisitoren, die Angeklagte verhörten, und ein Schreiber. Ein Großinquisitor, ein von König und Königin ausgewählter Kleriker, stand meist an der Spitze des Tribunals. Die Inquisition verkündete ihre Ankunft in jedem neuen Ort mit einem Gnadenerlass. Dieses Edikt dauerte in der Regel 40 Tage und versprach denjenigen Gnade, die sich zur Ketzerei bekannten. Danach verfolgten die Inquisitoren mutmaßliche Ketzer aufgrund anonymer Anschuldigungen. Die Beichtenden in Sevilla sahen sich also wahrscheinlich gar nicht als richtige Ketzer, sondern gingen auf Nummer sicher, indem sie sich selbst anzeigten, als die Folgen noch gering waren, anstatt Gefängnis und Folter zu riskieren, wenn sie später jemand anderes beschuldigen sollte. Sie machten sich zu Recht Sorgen. Wurde jemand verhaftet, waren die Anschuldigungen oft so vage, dass die Angeklagten weder die Gründe ihrer Verhaftung noch die Identität des Bezichtigers kannten. Die Opfer wurden Monate oder sogar jahrelang eingekerkert. Nach der Verhaftung wurde ihr Eigentum beschlagnahmt, sodass ihre Familien oft obdachlos wurden. Unter diesen Umständen gestanden die Opfer auch banalste Formen der Ketzerei, wie das Aufhängen von Wäsche an einem Samstag. Im Laufe der Zeit nahm die Inquisition verschiedene Bevölkerungsgruppen ins Visier. 1492 erließen die Monarchen auf Drängen des brutalen Großinquisitors Tomás de Torquemada ein Dekret, das den spanischen Juden 4 Monate Zeit gab, entweder zum Christentum zu konvertieren oder das Königreich zu verlassen. Tausende wurden vertrieben und diejenigen, die blieben, riskierten Verfolgung. Nicht einmal die Konvertiten, die sogenannten Conversos, waren sicher, weil die Behörden sie verdächtigten, heimlich noch das Judentum zu praktizieren. Der Hass auf die Conversos war sowohl religiös als auch wirtschaftlich begründet, da diese einen großen Teil der oberen Mittelschicht ausmachten. Die Inquisition richtete ihr Augenmerk schließlich auf die Moriscos, die vom Islam zum Christentum konvertiert waren. Im Jahr 1609 wurde ein Edikt erlassen, das alle Moriscos zum Verlassen des Landes zwang. Schätzungsweise 300.000 gingen. Diejenigen, die zurückblieben, wurden zum nächsten Ziel. Die Inquisitoren verkündeten die Strafen für die der Ketzerei schuldig Befundenen in öffentlichen Versammlungen, den sogenannten Autos de Fe, Urteile über den Glauben. Hunderte verfolgten dabei die Prozession der Sünder, die Messe, die Predigt und schließlich die Strafverkündung. Häufige Strafen waren Gefängnis, Verbannung oder das Tragen eines San Benito, eines Kleidungsstücks, das einen als Sünder auswies. Die schlimmste Strafe war Relaxado en persona, ein Euphemismus für Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Diese Strafe war eher unüblich und blieb reuelosen und rückfälligen Ketzern vorbehalten. Mehr als 350 Jahre nachdem Königin Isabella die Inquisition ins Leben gerufen hatte, beendete sie ihre Namensvetterin Isabella II. 1834 offiziell. Die Abhängigkeit der spanischen Königreiche von der katholischen Kirche hatte diese isoliert, als der Rest Europas im Zuge der Aufklärung die Trennung von Kirche und Staat anstrebte. Historiker streiten immer noch über die Anzahl der Todesopfer durch die Inquisition. Einige gehen von über 30.000 aus, aber die meisten schätzen sie auf 1.000 bis 2.000. Die Folgen der Inquisition gehen jedoch weit darüber hinaus. An manchen Orten wurde schätzungsweise 1/3 der Inhaftierten gefoltert. Hunderttausende Angehörige religiöser Minderheiten wurden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen, und diejenigen, die blieben, sahen sich Diskriminierung und wirtschaftlicher Not ausgesetzt.
Kleinere Inquisitionen in den spanischen Kolonien auf dem amerikanischen Kontinent, insbesondere in Mexiko, forderten ihren eigenen Tribut. Freunde, Nachbarn und sogar Familienmitglieder bezichtigten einander gegenseitig der Ketzerei. Unter der Inquisition waren die Menschen dazu verdammt, jahrhundertelang in Angst und Schrecken zu leben. Abonniere diesen Kanal, wenn du dich für Geschichte interessierst. Denn die Lektionen von gestern können uns helfen, die Herausforderungen von heute zu meistern.